Ah, nein, 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 nein. Ah, jetzt habe ich schon wieder zu tief gebohrt. So ein... Leute, wer kennt das Problem? Ich habe die Lösung. Viel Spaß beim Schauen. Ja, es ist ärgerlich, wenn man zu tief bohrt mit dem Forstnerbohrer und keinen Tiefenbegrenzer hat. So, jetzt aber erstmal herzlich willkommen bei Gipfelholz. Heute geht es ja um einen Tiefenbegrenzer für einen Forstnerbohrer. Ich meine, wer kennt es nicht? Man bohrt Freihand natürlich, mit dem Bohrständer ist es ja gar kein Problem, aber manchmal muss man ja auch mit dem Forstnerbohrer Freihand bohren. Und wie macht man das Ganze im Dümmsten? Ja, man bohrt natürlich drauf zu und misst dann nach. Okay, prima, passt. Dann bohrt man nochmal nach, so lange, bis man die Tiefe erreicht hat. Und ab und zu kommt es dann mal vor, wie gerade eben, dass ich dann einfach zu tief bohre. Es ist total ärgerlich sowas, aber manchmal braucht man einfach eine gewisse Tiefe. Und ja, da gibt es eine kleine Lösung. Diese Lösung habe ich hier in dieser Box hier drin. Das ist ein Tiefenbegrenzer für den Forstnerbohrer. Und den wollen wir uns heute einfach mal genauer anschauen, ob der einen Taug hat. So Leute, ich würde sagen, wir schauen uns mal diesen Tiefenanschlag hier einfach mal von Fisch vor. Ich habe auch schon mal Fisch-Forstnerbohrer vorgestellt. Diese ganzen coolen Dinger hier. Das Video werde ich euch hier oben nochmal verlinken, denn viele wissen noch gar nicht, dass ihr eigentlich schon die richtigen coolen Fisch-Forstnerbohrer, das sind geschmiedete Forstnerbohrer, schon daheim haben. Schaut das Video euch einfach nochmal an, ist ganz cool. So, es geht aber nicht um diese Forstnerbohrer, sondern um diesen Tiefenanschlag hier für Forstnerbohrer. Jetzt machen wir mal die Box auf. Das ist ein Set, was ich jetzt hier genau habe. Das ist dann von dem kleinsten Forstnerbohrer bis 50 mm gedacht. Jetzt schauen wir einfach da mal mit rein. Da gibt es mehrere Sets dazu oder mehrere verschiedene Modelle. Im Endeffekt, die werde ich euch unten alle nochmal einfach verlinken. Könnt ihr einfach mal drauf schauen, wenn es für euch interessant ist. So, da habe ich jetzt letztens einen Forstnerbohrer reingetan. So, kippen wir mal aus. Was kommt raus? Wir haben hier 3 Einsätze. Ein Einsatz ist hier schon drin. Und zwar ist das jetzt der Tiefenanschlag für den Forstnerbohrer. Schaut jetzt noch gar nicht so besonders aus, aber die Wirkung ist richtig cool. So, hier ist schon mal der Einsatz drin. Ihr seht hier oben eine kleine Klammer. Ihr könnt ja hier mit dieser mitgelieferten Zange könnt ihr diese Klammer aufmachen und die anderen Einsätze reinmachen. Warum andere Einsätze? Denn wir haben ja bei den Forstnerbohrern, die sind ja hier vom Durchmesser jedes Mal unterschiedlich, je nach Größe her. Und zum Beispiel der 50er hier, der hat ja einen 14 mm Durchmesser hier. Und deshalb habe ich hier auch in diesem Set verschiedene Durchmesser da. Also das geht 8, 10, 12 und 14. Jetzt braucht es im Endeffekt nicht viel machen. Und zwar einfach euren Wunsch-Forstnerbohrer nehmen. Bis 50 mm. Den steckt ihr einfach hier rein. Schaut, welche Tiefe ihr haben wollt und messt es aus. Und dann ist hier ein kleiner Imbusschlüssel mitgeliefert und dann dreht ihr das einfach fest und schon könnt ihr es einspannen. Und ihr seht, wir haben ein Kugellager hier drin. Auf das Kugellager kommen wir gleich nochmal zum Sprechen. Und dann könnt ihr eigentlich schon losbohren. Und das werden wir jetzt einfach mal probieren. Ja, jetzt braucht es im Endeffekt nur noch einspannen hier. Ihr seht das Kugellager, wie das schön dreht hier. Ja, und dann könnt ihr eigentlich schon losbohren. Das ist ganz klar, Leute, hier in so einem Stück, das könnt ihr natürlich hier an der Ständerbohrmaschine machen, aber ich will es euch nur mal hiermit demonstrieren. Natürlich verwendet ihr das da, wo natürlich ihr dieses Bauteil oder dieses Werkstück nicht auf die Ständerbohrmaschine stellen könnt. Gut, dann brauchen wir jetzt im Endeffekt nichts mehr machen. Ich habe meinen Tiefenanschlag hier eingestellt auf 11 mm. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob wir auch die 11 mm dann exakt erreichen. Also schießen wir mal einfach los. Und ihr werdet gleich sehen, dieses Kugellager hat diesen bestimmten Grund, dass es dann hier die Oberfläche nicht verletzt, vor allem. Und wenn der jetzt zum Beispiel unten anschlägt, dann hält nämlich dieser Anschlag an. Und es hat schon diesen bestimmten Grund wegen der Oberfläche. So, jetzt hat sich da nur mein Ding gelöst. Hätte ich fester machen müssen. So, im Endeffekt haben wir jetzt
hier schön reingebohrt. Und jetzt wollen wir natürlich auch mal schauen, ob wir diese 11 mm erreicht haben. Ha, exakt 11 mm. Genau das habe ich eingestellt. Jetzt interessiert mich aber noch eins, also diese 11 mm haben wir exakt hier erreicht. Also wie gesagt, kann ich euch nochmal hier zeigen. Absolut 11 mm. So, jetzt wollen wir natürlich gucken, weil das hat natürlich noch einen zweiten Vorteil, diesen Anschlag hier, weil wir, je nachdem wie das Holz natürlich ist, wenn es jetzt ganz flach ist, dann werden wir hier absolut im 90-Grad-Winkel natürlich dieses Ganze dann hier auch reinkriegen und das will ich natürlich auch mal kontrollieren, weil das ist natürlich noch ein Vorteil. So, jetzt schauen wir nochmal durch. Also hier 11. Ah, okay. Ja, 11,2. Also das heißt, wir haben hier 2 Zehntel Unterschied. Hier ist es 2 Zehntel niedriger, aber ganz ehrlich, 2 Zehntel ist absolut im Bereich. Oder was meint ihr? Schreibt es doch mal unten in die Kommentare rein. Ja, natürlich reicht mir jetzt eine Bohrung nicht. Ich mache jetzt hier mal ein paar Bohrungen mehr rein und die werden wir jetzt dann alle nochmal durchmessen, wie weit wir hier im Endeffekt tief sind und ob das passt. Das habe ich natürlich richtig festgemacht. Jetzt fällt der nicht mehr raus. Leute, ganz ehrlich, ich feiere diese Forstner Bohrer. Der ist echt so oft schon benutzt worden. Schaut mal diese schönen Späne einfach an hier. Ich feiere ihn. Schaut euch das Video an, kann ich euch nur mal sagen. So, und jetzt werden wir natürlich alle mal durchmessen hier und mal schauen, was wir hier haben an 11 mm auf der anderen Seite. Ja, da war ich wieder ganz leicht schräg, wieder um 2 Zehntel wieder. Okay. Ja Leute, schaut, das ist Wahnsinn. Also ich muss echt sagen, ich habe jetzt hier überall meine 11 mm an jeder Bohrung und ganz ehrlich, das kriege ich, wenn ich jetzt Freihand bohre, nicht wirklich hin, wenn ich dann immer wieder zwischendrin anfange zu messen, bohren und da bin ich dann schon ein paar Millimeter Unterschied. Ich bohre mal zu weit oder sonst irgendwie. Also ich habe jetzt hier roundabout immer 11 mm, ein paar Zehntel sind es mal mehr, mal weniger. Also von dem her, diese Zehntel sind im machbaren Bereich, muss ich sagen. Aber Freihand bohren und dann so genau bohren, finde ich echt top. Und vor allem, wir sind halt hier wirklich in diesen 90 Grad hier, was wir hier auch reingebohrt haben. Also, muss sagen, top. Für Sacklöcher echt mega. Also ich habe auf dem Markt schon andere Sachen gefunden oder ich habe sogar noch Bauanleitungen gefunden, wo dann praktisch man sich so einen Tiefenanschlag im Endeffekt selber bauen kann, aber die haben alle kein Kugellager gehabt. Das heißt, ich habe damit die Oberfläche, da sich dieses graue Teil hier, was sich hier mitdreht, im Endeffekt bei diesen Selbstbauten nicht mitgedreht hat, dann habe ich hier an der Oberfläche richtig krasse Verbrennungen oder sonst irgendwas. Ihr kennt es. Wenn ihr gerade im Möbelbau seid und Sacklöcher machen wollt oder sonst irgendwas, da könnt ihr euch nicht leisten, dass hier alles verbrannt wird und Kratzspuren und alles ist. Das passiert in diesem Fall halt einfach nicht durch dieses schöne Kugellager an jedem. Das geht ja bei jedem Einsatz, funktioniert das ja mit diesem Kugellager, weil das ja da drin ist. Also ich muss echt sagen, top, bin mega begeistert von diesem Gerät. Wie gesagt, ich werde euch unten alles nochmal verlinken. Aber jetzt möchte ich ganz wichtig von euch wissen, wie macht ihr das, wenn ihr Freihand bohren wollt mit einem Forstner Bohrer? Oder wie habt ihr dieses Ganze gelöst? Schreibt es doch mal unten rein. Wie habt ihr das gelöst, damit ihr exakt immer auf die gleiche Millimeteranzahl kommt? Vom Sackloch, von der Tiefe her. Und vor allem, dass ihr dann auch wirklich hier nicht krumm und sonst irgendwas gebohrt habt, sondern dass ihr auch wirklich hier, ja, ich sage jetzt mal, relativ gut im Zehntelbereich hier im 90-Grad-Winkel bohren könnt. Würde mich interessieren, schreibt es doch mal unten bitte rein. Ich kann es immer wieder sagen, Leute. Und zwar, mich begeistern diese Forstner Bohrer einfach immer wieder, weil das einfach hier viel mehr Spaß macht, damit zu arbeiten, weil die Dinge halt einfach scharf sind.
Weil wie habe ich mich abgequält mit irgendwelchen Forstnerbohrern, die die ganze Zeit stumpf waren und irgendwie hier anfangen haben, das Holz zu verbrennen oder sonst irgendwas. Das ist Geschichte. Ich finde es echt top. Gut, Leute. Das war heute ein kürzeres Video, aber ich denke mal, es war für euch doch informativ, dass es sowas Vernünftiges auf dem Markt gibt. Ich würde mich freuen, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, solltet ihr das noch nicht gemacht haben. Und die kleine Glocke nicht vergessen zu abonnieren. Dann wünsche ich euch schöne Grüße aus dem Allgäu. Bis demnächst. Servus.